Vitamin D morgens oder abends? Geht Magnesium eigentlich zusammen mit Calcium? Und kann ich kurz danach überhaupt meinen Kaffee trinken oder nicht? Drei Fragen, die sich bestimmt jeder schon mal gestellt hat, der mehr als zwei Supplements zu Hause stehen hat. Und genau auf diese Fragen bekommst du jetzt eine Antwort. Denn wenn du deine Vitamine zur falschen Zeit nimmst oder sie mit dem Falschen kombinierst, dann kann dein Körper unter Umständen fast gar nichts davon aufnehmen. Heißt, du verschwendest Geld für teure Supplements, die dir am Ende vermutlich gar nichts bringen. Die meisten Menschen machen drei Fehler bei der Einnahme und die führen dazu, dass selbst die besten Supplements am Ende halt einfach nichts bringen. Und damit dir das nicht passiert, räumen wir genau diese Fehler jetzt aus dem Weg. Und ganz am Ende verrate ich dir noch eine Supplement-Kombi, die dazu führt, dass du genau von diesem einen Supplement 90% weniger aufnimmst. Und diese Fehler sehe ich wirklich täglich, denn so gut wie jeder Kunde, der zu mir kommt, macht sie. Regel Nummer 1: Wie nimmst du die Supplements ein? Achtest du schon darauf, wie du deine Supplements einnimmst? Denn es gibt zwei verschiedene Formen. Einmal die wasserlöslichen und einmal die fettlöslichen. Wasserlöslich sind alle B-Vitamine und Vitamin C. Die kannst du dir super easy einfach untertags irgendwann mit einem Glas Wasser runterkippen und dann passt es schon. Aber die fettlöslichen Vitamine, also A, D, E und K, die brauchen Fett, damit unser Körper sie wirklich aufnehmen kann. Heißt, wenn du morgens dein Vitamin D einfach mit einem Schluck Wasser runterkippst, dann hast du es quasi umsonst genommen. Dein Essen muss aber auch nicht vor Fett nur so triefen. Eine halbe Avocado oder ein bis zwei Eier reichen in der Regel komplett aus. Und was ist, wenn du morgens nicht frühstückst und trotzdem dein Vitamin D nehmen willst? Nun, dann mach's einfach so wie ich. Ich nehme teilweise einen Löffel Olivenöl dazu, schluck ihn mit runter und das reicht vollkommen aus. Regel Nummer 2: Wann nimmst du deine Vitamine? Und das ist relativ einfach. Stell dir bei jedem Supplement einfach die Frage: Gibt es mir Energie oder macht es mich tendenziell eher müde? Energie liefern dir vor allem die B-Vitamine, Vitamin D, Vitamin C und Eisen. Da macht es also Sinn, sie dann zu nehmen, wenn du natürlich Energie brauchst. Also am besten in der Früh oder mittags. Auf der anderen Seite hingegen hast du die Mineralien, die dich eher entspannen lassen. Also Magnesium, Calcium und Zink. Da macht es Sinn, sie natürlich eher abends zu nehmen. Aber Achtung, vor allem bei Magnesium ist die genaue Form entscheidend, denn nicht jedes Magnesium wirkt gleich. Wenn dich das genauer interessiert, dann guck dir am besten mein Magnesiumformen-Video an. Das verlinke ich dir auch direkt unter dem Video. Ich nehme zum Beispiel kurz vorm Schlafengehen Magnesium-Bisglycinat und direkt nach dem Abendessen Zink-Bisglycinat. Und diese Kombination lässt mich schlafen wie ein Baby. Das war für mich der absolute Gamechanger. Aber ganz wichtig, wenn du Calcium als separates Supplement nimmst, dann kombinier es bitte nicht zusammen mit Magnesium, denn sie nutzen denselben Transportweg im Darm und vor allem bei größeren Mengen können sie sich gegenseitig blockieren. Heißt, dein Körper nimmt von beiden Stoffen weniger auf, als er eigentlich könnte. Wenn du beides nehmen musst, dann nimm Calcium morgens und Magnesium abends. So holst du aus beiden Sachen das Maximum raus. Gut, jetzt weißt du schon, wie und wann du die Supplements am besten einnimmst. Aber nun fehlt noch die Regel Nummer 3. Und zwar, womit nimmst du deine Vitamine am besten ein? Manche Sachen steigern die Bioverfügbarkeit und andere blockieren sie sogar fast komplett. Wenn du also diese zwei Regeln befolgst, dann kannst du das Maximale aus deinen Supplements rausholen. Das erste Beispiel ist Eisen in Kombination mit Vitamin C. Vitamin C führt dazu, dass du von dem Eisen, was du nimmst, bis zu 300% mehr aufnehmen kannst. Überleg dir mal, 300%, das ist ein Riesenunterschied. Aber auch mit dem, was du dazu isst, kannst du die Wirkung beeinflussen. Wenn du zum Beispiel Zink mit einer proteinreichen Mahlzeit kombinierst, also zum Beispiel Fleisch, Eier, Tofu oder was auch immer du gern hast, dann kannst du vom Zink das Maximale rausholen. Ich zum Beispiel nehme Zink immer zum Abendessen, weil ich da tendenziell sowieso viel mehr Proteine als Kohlenhydrate esse. Und du erinnerst dich, Zink wirkt entspannend. Also macht das zum Abendessen doppelt Sinn. Win-win also. Auch fermentierte Sachen, wie zum Beispiel Kimchi oder Sauerkraut, verbessern die Aufnahme von Mikronährstoffen deutlich. Und da das ohnehin gut für den Darm ist, tust du dir an zwei Stellen was Gutes. Ich persönlich baue das regelmäßig mit ein.
Aber es gibt auf der anderen Seite natürlich auch Sachen, die die Aufnahme blockieren. Und da gehört auch die Killer-Kombi dazu, von der ich am Anfang gesprochen habe. Und auch wenn ich weiß, dass ich mich damit jetzt super unbeliebt mache, sage ich es natürlich trotzdem. Der absolute Supplement-Endboss ist Kaffee. Besser gesagt, Kaffee und schwarzer Tee. Und das betrifft wirklich viele Supplements. Und welche genau das sind, das schauen wir uns auch gleich an. Doch jetzt sprechen wir erstmal über die Kombination, wo sich das am heftigsten auswirkt. Und zwar Kaffee bzw. schwarzer Tee in Kombination mit Eisen. Diese Kombi ist wirklich der größte Energiekiller überhaupt und ich erkläre dir auch warum. Die Polyphenole und Tannine im Kaffee bzw. im schwarzen Tee binden das Eisen direkt im Darm. Das heißt, dein Körper kann es gar nicht erst aufnehmen. Studien zeigen, dass du 60 bis 90% weniger Eisen aufnimmst, wenn du es mit Kaffee oder schwarzem Tee kombinierst. Überleg mal, 90%, da kommt fast gar nichts mehr an. Und jetzt Hand aufs Herz. Eisen ist der Energiemineralstoff Nummer 1. Er sorgt dafür, dass dein Blut Sauerstoff transportiert. Kein Eisen bedeutet also kein Sauerstoff. Und kein Sauerstoff bedeutet keine Energie. So einfach ist das. Wenn du also Eisen nimmst, dich aber trotzdem müde und nicht fit fühlst, dann könnte genau das hier der Grund dafür sein. Du nimmst es jeden Morgen brav ein, gönnst dir kurz darauf ein Käffchen und in deinem Körper kommt vom Eisen so gut wie nichts an. Wie kannst du es also besser machen? Ganz einfach. Nimm dein Eisen irgendwann am Vormittag, am besten in Kombination mit Vitamin C und lass zum Kaffee Minimum 2 Stunden Abstand. Je mehr, desto besser. Und auch wenn Eisen das Mineral ist, was am stärksten vom Kaffee gekillt wird, ist es noch lange nicht das einzige. Denn auch die Aufnahme von Magnesium, Zink und Vitamin B1 wird von Kaffee, schwarzem Tee oder Milch gehemmt. Zwar nicht so stark wie beim Eisen, aber stark genug, dass ich es nicht kombinieren würde. Und glaub mir, ich sage das nicht einfach so, denn ich habe schon sehr viele Blutbilder gesehen, bei denen das Eisen einfach nicht hochgehen wollte. Und ziemlich oft war der Kaffee schuld. Sogar bei meiner Frau war es so. Die wollte morgens einfach nicht auf ihren Kaffee verzichten. Und ihr Magnesiumwert ist einfach nicht nach oben gegangen. Erst als wir das Magnesium umgestellt haben auf einen deutlich späteren Zeitpunkt, ist der Wert auch nach oben gegangen. Deshalb bitte zum Kaffee Minimum 2 Stunden Abstand lassen. Je mehr, desto besser und dann klappt es auch mit der Aufnahme. Und wenn du dir denkst, Mensch Alex, das ist mir viel zu kompliziert, dann kann ich dich verstehen. Und genau aus diesem Grund habe ich ein System entwickelt, mit dem deine Supplement-Routine in Zukunft genauso kinderleicht wird wie Zähneputzen. Wenn dich das interessiert, dann komm gerne in mein kostenloses Webinar. Da zeige ich dir genau die 4 Schritte, mit denen schon über 100 meiner Kunden ihre optimale Supplement-Routine entwickelt haben. Und ihre Supplements machen seitdem genau das, was sie sollen. Aber bevor du dich anmeldest, gib mir noch ein Like, abonniere meinen Kanal und den Link zum Webinar findest du natürlich direkt unten in der Videobeschreibung. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin, bleib gesund.